Das Mikrofon nicht eingeschalten. Ha! Trick 17. No, God, please, no! 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 Genau, was machen wir heute? Wir machen ein wunderschönes Review über diese wunderschöne Iwata Highline HP-BH. Warum kann ich mir das so leicht merken? HP für Hitpoints kennt man, jeder Gamer kennt das natürlich, und BH, ja, da brauche ich ja nichts mehr zu sagen, oder? Und die habe ich mir natürlich gegönnt bei Airbrush for You, die habe ich mir rausgelassen. Für 289 €, um genau zu sein, waren es, glaube ich, 289 €, genau. Und wollte mir mal einfach so eine Iwata angucken, generell mal die, weil die mich irgendwie speziell interessiert hat. Und einfach mal gucken, wie das Teil so abgeht. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich da gleich mal ein Review zu. Und dann schauen wir uns die gemeinsam am Maltisch an, machen ein bisschen, probieren die mal ein bisschen auf dem Papier aus, machen auch eine kleine Sketcharbeit auf dem Leinwandkarton. Jetzt kein krasses Bild oder so, sondern leichtes Sketche, so ein bisschen Freihandgelümmel. Und genau, dann zeige ich euch mal, was drinnen ist und wie die so aufgebaut ist. Wir zerlegen sie und bauen sie wieder zusammen, halt einfach mal so komplett von vorn bis hinten, habe ich mir gedacht. Warum eigentlich nicht, oder? Vielleicht interessiert es euch ja. Ihr könnt mir natürlich gerne sagen, wie ihr das Teil findet, ob ihr auch so eine habt oder. Wäre natürlich ganz cool, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Würde mich auch generell interessieren, was ihr so für Airbrush-Pistolen benutzt, beziehungsweise welche eure Lieblingspistole ist. Wäre eigentlich ganz cool. Genau, das machen wir. Und wie gesagt, habe ich bei Airbrush for You, könnt ihr gerne reinschauen. Mein Airbrush-Partner, der Shop ist richtig cool, da könnt ihr euch gerne mal durchstöbern. Vor allem, wenn das Weihnachtsgeschenk nicht ganz so geil war und ihr das dann zurückgebt und euch dann lieber was Airbrush-mäßiges besorgt. Genau, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Ihr könnt mich auch gerne unterstützen, die ganze Scheiße. Ihr kennt die ganzen Kladderadatsch, der ganze Scheiß steht in der Infobox, könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr möchtet oder nicht. Und dann würde ich gar sagen, wir fackeln gar nicht lange rum und zischen ab zum Maltisch. So, ihr Lieben, da sind wir zurück am Maltisch und schauen uns doch das gute Gerät mal an. Für euch habe ich es extra wieder eingepackt. Und das erste, was ich gemacht habe, daran rumzufummeln. Und wir haben hier, wie gesagt, die schöne Highline HP-BH, Hitpoints und Büstenhalter. Perfekt zum Merken. Und genau, ich finde ganz ehrlich die Verpackung irgendwie ganz cool von Iwata. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, das spricht mich irgendwie einfach an. Das ist cool gemacht. Hinten haben wir nochmal ein paar Infos, gerade für welche Stufe die Airbrush geeignet ist. Hier eben für mittel- und feine Sachen und für extra mikrofeine Details ist die nicht so geeignet. Aber ich finde schon, dass man mit der verdammt gute Details machen kann. Und dann würde ich einfach sagen, wir schauen uns das Teil mal an und haben hier wieder eben eine schöne, schlichte, schwarze Box. Also sehr cool gemacht. Also die ganze Aufmachung gefällt mir, muss ich sagen, schon richtig gut bei Iwata. Und deswegen kann ich da gar nicht meckern. Und dann schauen wir uns doch mal das Innenleben an. Da haben wir natürlich mal so eine klassische Anleitung, nichts Wildes. Da steht nochmal was zu dem Öl drin, was da mit dabei ist. Oder Fluid, was auch wie man es auch sehen möchte. Etwas nicht Fettendes zum Fetten und geschmeidig halten. Silikonfreies Zeug auf jeden Fall. Habt ihr keine Probleme, wenn ihr auf Metall brusht oder so. Hier, was ich ganz cool finde, immer so eine Karte von dem Sprühbild von der Gun, was die eben für ein Sprühbild hat. Das finde ich irgendwie ganz, ganz cool, dass die das immer mit dabei legen. Und da sieht man schon eigentlich, wo die Reise hingeht. Und ich finde das schon verdammt fein. Also mit der kann man, glaube ich, ganz gut was machen. Ach, jetzt muss ich ja mit schön Petsyball rumhudeln, hey. Genau, und dann würde ich doch sagen, schauen wir uns doch das gute Teil mal an. Schön in die Violett. Irgendwie eine coole Farbe, mir gefällt es voll. Und dann haben wir natürlich als erstes hier so einen Schlüssel drin. Und der ist natürlich für die Düse vorne. Die ist natürlich geschraubt, die ist recht, recht klein. Werdet ihr gleich sehen, das ist nicht wie bei Herder und Steenbeck so eine Steckdüse, sondern eine zu schraubende. Aber das zeige ich euch nachher, wenn wir die noch einmal kurz zerlegen. Und dann haben wir hier natürlich auch noch das Mittelchen zum, steht dran, dass man das eben in den Fließbecher reinmachen kann, damit die Nadel vorne eben nicht einklebt oder halt hinten in den Trigger oder auf andere Dichtungen, damit die eben einfach
geschmeidig und gängig alles bleibt. Also kann man machen. Ist zwischendrin sicher mal nicht schlecht, wenn man das dann mal so quasi auf die Ohrringe oder einen Trigger macht, einfach damit das alles mal ein bisschen gängiger bleibt. Könnt ihr natürlich auch bei euren anderen Guns mal benutzen, wenn ihr die schon länger im Gebrauch habt. Finde ich eigentlich ganz cool. So, Entschuldigung dafür. Und genau, dann haben wir hier das schöne Teil. Und ich muss sagen, die gefällt mir von der Optik schon echt sehr gut. Recht minimalistisch, aber einfach sehr cool. Und hier unten ist ganz wichtig, die wird natürlich ausgeliefert ohne diesen schönen Stecknippel. Ja, ich habe Nippel gesagt. Dieser schöne Stecknippel hier, der ist nicht mit dabei bei der Gun. Den müsst ihr euch unbedingt dazu kaufen. Bei den Iwatas ist der, glaube ich, generell nie dabei. Weil jeder hat ja andere Anschlüsse. Manche haben ja auch einen Schlauch, den man direkt an die Gun anschrauben kann und so. Also, wenn ihr eine Schnellkupplung benutzt, dann müsst ihr auf jeden Fall eine neue Stecknippel euch besorgen oder halt von der anderen Gun so lange abschrauben. Aber ich finde ich schon ganz cool. Und fangen wir mal von hinten an. Wir haben ja hinten wieder den klassischen Justierung für den Trigger vorne. Damit das Ding eben einfach nicht, damit man das halt einfach regulieren kann. Ganz nette Sache, aber wie gesagt, ich benutze es eher weniger. Hinten so eine offene Stelle wie bei der Iwata. Und was ganz vorne ganz cool ist, Iwata sage ich Infinity, ist eben dieser Druckregler direkt an der Gun. Also ich finde den schon richtig cool. Ich meine, klar, man kann sich den auch für alle anderen Pistolen extern dazu kaufen. Den koppelt man halt dann unter den vor den Schlauch und dann an die Gun. Dann kann man das auch machen. Aber ich finde es so direkt an der Gun irgendwie schon eine richtig coole Sache. Und wenn wir uns jetzt dann mal noch hier, sehe ich gerade den Trigger, jetzt habe ich die natürlich schon benutzt, habe ich nicht richtig sauber gemacht. Hängt da voll der Dreck dran, Mensch. Abzug in der B-Note. Hier einfach mal so zum größeren Vergleich die Infinity daneben gelegt und einfach so von der Form her. Und ich muss sagen, die macht irgendwie einen schönen so einen feiligen, coolen Eindruck, die Gun. Irgendwie sieht die so schön richtig spitz aus. Und genau, dann würde ich sagen, wir zerlegen das Ding einfach mal. Dann habt ihr es mal gesehen. Hinten natürlich das letzte Stück. Hier noch kurz mal ein bisschen nachkorrigieren, damit ihr das auch alles gut seht. Und genau, dann lege ich die jetzt einfach mal kurz auseinander. Nicht komplett, aber so ein bisschen halt. Hier ist halt jetzt 0,2er Düsen und Nadel mit dabei. Ich glaube, da gibt es noch eine 0,15er, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Muss ich mir vielleicht auch mal anschauen, aber ich komme auch mit der 0,2er so gut zurecht. Das ist schon Wahnsinn. Und genau, hinten halt, so wie man das halt auch bei den Hardern und Steenbecks kennt. Die ganzen Komponenten. Hier natürlich alles ein bisschen anders, vor allem gerade das Griffstück. Es hat unten hier nochmal so 2 Pinöpel dran. Ist halt ein bisschen alles anders gemacht, aber nicht unbedingt deswegen schlechter oder so. Ganz im Gegenteil, ich finde das irgendwie ganz schlau und cool gelöst bei Iwata. Und jetzt können wir eben hier vorne noch die Schutzkappe abschrauben. Und noch dann die Nadelkappe. Und dann kommt unsere riesige Düse zum Einsatz. Die ist da vorne winzig klein draufgeschraubt. Das hat mich eine Zeit lang auch generell abgeschreckt bei Pistolen, die sowas hatten. Weil ich Schiss hatte, immer so ein Ding natürlich voll zu überdrehen. Dann ist es natürlich voll am Arsch. Da muss man halt einfach vorsichtig sein beim wieder aufschrauben. Also das Ganze immer nur handfest zuziehen und das reicht vollkommen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal schnell, wie riesig das Teil ist. Guckt euch das mal an. Das ist schon so ein Wahnsinn irgendwie. Das sind mal Präzisionsteile. Da wundert es einen nicht, dass die ihren Preis haben, aber das haben sie natürlich bei allen. Aber ich glaube, hier kostet das Ersatzteil, wenn ich mich jetzt mal nicht stark lügen lasse, glaube 40 €. Ja, aber wie gesagt, das ist kein Wunder bei so kleinteiligen Zeug. Und genau, hier nochmal der Trigger einfach, damit ihr mal ein bisschen Unterschied seht zu den Hardern und Steenbecks, die ich euch ja letztes Mal schon gezeigt habe und wo wir die Infinity mal zerlegt haben. Und aber es ist schon sehr cool gemacht. Der Dreck gehört natürlich nicht dazu, den habe ich schlecht geputzt. Aber ich finde das schon sehr cool, vor allem der Trigger ist schön groß und passt mein fetter Elefantenfinger immer ganz gut drauf. Und also gefällt mir gut, wirklich gefällt mir gut. Habe ich bis jetzt echt nicht. Und da eben, der Fließbecher ist fest integriert, hat natürlich den Vorteil, dass wir da keine Dichtung haben, die mit der Zeit kaputt gehen kann.
Nachteil ist, man kann natürlich keinen größeren Fließbecher drauf machen, aber ich benutze ja generell nur den 2 Milliliter Fließbecher und nicht den großen 4er oder 6er oder was es ist. Und deswegen reicht mir das voll und ganz. Haben wir hier eben unten noch das Ventil, ganz wie bei den anderen Guns. Also wie gesagt, innen sind natürlich auch noch Dichtungen, Schrauben, aber ich zerlege die jetzt natürlich nicht so weit. Zumal ich da jetzt auch noch nicht das richtig passende Werkzeug habe. Da werde ich mir wahrscheinlich mal noch das passendere Werkzeug besorgen. Und hier jetzt einfach nur aufpassen. Handfest anziehen, Jungs und Mädels. Ich weiß, ihr habt alle Power und Kraft, aber ich glaube, das Gewinde zu überdrehen und das abzureißen, das wäre nicht so geschickt. Vor allem nicht in der Preiskategorie. Und genau, dann bauen wir das Ding nämlich einfach mal wieder zusammen. Habt ihr das einfach mal gesehen? Montage und Demontage. Und ja, also ich muss sagen, wir kommen ja nachher noch hier zum Test am Papier und dann malen wir noch ein bisschen auf der Leinwand rum. Und da wollte ich einfach mal gucken, wie weit das Spektrum von der Gun ist, für was man sie alles nehmen kann. Und die war echt schon richtig gut. Hier bei dem Stück hier, da müsst ihr das kleine Stück oben lassen. Wenn ihr die wieder zusammenbaut, dann habt ihr das bei der Iwata richtig gemacht. Also das große breite Stück nach unten. Für die Leute, die sich dann nicht auskennen, hier natürlich Griffstück reindrehen, draufsetzen, fertig. Und dann eben noch das andere Teil nachher reinfriemeln. Ist hier ein bisschen mehr Gefummel, vor allem wenn man das nicht gewohnt ist am Anfang, aber wenn man sich dann dran gewöhnt hat, geht das nachher genauso fix wie bei den Hardern und Steambags. Aber von dem ganzen Aufbau und von der Qualität, also qualitätstechnisch echt super, habe ich gar nichts zu bemeckern oder zu beanstanden. Das hat bis jetzt echt alles reibungslos funktioniert und macht einfach auch einen richtig guten Eindruck. Und deswegen ist das alles super. Da habe ich jetzt gerade nochmal oben den kleinen Pinöpel am Griffstück gezeigt, damit ihr das seht, wie das dann richtig aussieht. Ja, und es ist recht einfach, so wie alle anderen Guns. Wenn man eine mal verstanden und kapiert hat, dann geht das mit den anderen allen auch ganz einfach eigentlich. Ist das kein Hexenwerk. So, da unten wieder unseren Stecknippelchen, Nippel und dann ist der dran. Und das ist das Teil. Also ich finde es richtig cool bis jetzt. Gefällt sie mir sehr gut, macht einen sehr guten, wertigen Eindruck. Und schauen wir sie uns halt nachher gleich mal in der Praxis an. Was ich euch noch zeigen wollte, wenn ich die Iwata hier halte, auch bei der Infinity ist mir aufgefallen. Ich hatte bis jetzt keine Guns, die hinten offen waren. Und das führt bei mir zu dem Problem, dass ich die recht weit hinten halte, die Airbrushes generell. Und deswegen habe ich den Dinger hier gedreht noch ein bisschen und nicht so gelassen, wie er jetzt eigentlich ursprünglich ist, weil meine Hand bleibt immer hinten hängen und dann beeinträchtigt es natürlich vorne, wie weit die Nadel zurückgeht. Und da habe ich einfach das Ding einfach ein kleines bisschen weiter gedreht und dann stört euch das nicht mehr. Nochmal so als kleiner Tipp am Rande. Falls ihr damit auch Probleme habt wie ich, dann könnt ihr euch damit ganz einfach behelfen. Das habe ich jetzt bei der Infinity mittlerweile nämlich auch so gemacht. Geht dann viel einfacher. Ja, und dann würde ich sagen, flitzen wir mal ab zum Blatt Papier. Wir sind ja schon am Maltisch und dann schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. Muss ich jetzt fairerweise sagen, die spuckt jetzt gerade ein kleines bisschen mehr, als sie eigentlich sollte, weil ich die letzte Mal, wo ich sie benutzt habe, natürlich sauber gemacht habe und wieder zusammengebaut habe und mir natürlich First Try natürlich direkt einmal die Nadel unten gefallen ist und die einmal natürlich krumm war. Das war natürlich klar. Oh, jetzt habe ich vergessen. Jetzt, wo ich getestet habe, ist mir dann wieder eingefallen. Und irgendwann hier nachher zwischendrin gibt es kurz einen Cut. Dann habe ich die Nadel nochmal rausgenommen und habe die nochmal durch mein Sharpen Air gejagt. Habe die nochmal richtig schön gerade gemacht unter Mikroskop. Dann die Kratzer rausgeschliffen und nochmal aufpoliert und danach ging das nochmal deutlich besser. Dann waren diese kleinen Spritzerle, die sieht man jetzt hier nicht so stark, aber ja, da hat die dann richtig performt, wie sie sollte.
Aber ich finde auch hier, wenn ihr euch das mal anschaut, wie kleinteilig man mit der arbeiten kann, das ist schon wahnsinnig. Also da finde ich das schon richtig geil. Und was mir direkt aufgefallen ist, und das hatte ich vor kurzem mit dem lieben Chaos-Nips auch schon bei Discord, dass da einfach mehr Luft durchgeht, wie bei den Hardern und Steenbeck-Pistolen. Er hat eine Renegade und findet die ziemlich geil. Und auch da hat er gemeint, der Airflow ist einfach viel höher. Und das habe ich hier bei der auch direkt gemerkt. Wenn ich da den Trigger einfach mal komplett bis nach hinten ziehe, dann ist der Pot, ich glaube, so schnell leer. Das dauert ein paar Sekunden. Das hast du bei den Hardern und Steenbecks gar nicht, weil da, glaube ich, gar nicht so das Volumen durchgeht. Wenn ich da voll nach hinten ziehe, dann verstopft die eher nach ein paar Sekunden. Und das ist mir schon positiv aufgefallen. Gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig geil. Und ja, ich spiele jetzt hier natürlich auch immer unten noch ein bisschen mit dem Druckregler rum. Und wie gesagt, ich hatte noch nie eine Iwata in der Hand. Muss mich jetzt auch natürlich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, ans Handling und an allem. Und ja, aber ich finde sie jetzt schon richtig geil. Sie macht richtig viel Spaß. Sie float irgendwie richtig gut. Und also es gefällt mir eigentlich schon jetzt schon richtig gut. Und nachdem die Nadel nachher auch wieder gerade ist, funktioniert sie noch deutlich besser. Aber es hat schon richtig Spaß gemacht. Also ich habe an diesem scheiß Papier hier, ich wollte ja gar nicht mehr aufhören, wenn das voll ausgeartet ist. Ich am Ende hier noch einen Penis drauf gemalt habe, aber das habe ich euch natürlich erspart hier. Das könnt ihr euch bei Instagram angucken. Ja, die guten alten Peniswitze, warum nicht? Genau, und jetzt spiele ich hier einfach mal ein bisschen um. Ich gehe natürlich absichtlich mal näher ran, ein bisschen weg. Wir haben jetzt hier natürlich ein bisschen verdünntes Schwarz. Weiß habe ich jetzt natürlich erstmal nicht genommen, weil das neigt ja eher dazu zu verstopfen. Das machen wir dann nachher beim zweiten Bild. Also beim ersten Bild, das hier ist ja keins. Und dann können wir uns das da nämlich nochmal anschauen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, die ist kaum verstopft. Also Tip-Dry-technisch war die auch deutlich angenehmer, muss ich sagen, als die Infinity. Bei der habe ich das regelmäßig immer noch, auch mit Schwarz, warum auch immer. Vielleicht bauweisenbedingt, ich weiß es nicht. Aber hier ist mir das direkt aufgefallen. Das ist smooth, das läuft. Und ja, ich glaube, nicht umsonst ist Iwata so bekannt, weil sie halt, glaube ich, einfach geiles Produkt machen. Und also ich merke das hier, dass es doch sehr, sehr gut geht. Also nicht, dass die Harder und Steenberger halt irgendwie arg schlecht sind oder ganz im Gegenteil. Ich finde ich auch recht klasse, aber so für meine erste Iwata, muss ich sagen, gefällt es mir doch schon sehr, 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 sehr gut. Ich finde das so geil, wenn man mit der so kleinteilig wird und wenn man dann vorne noch ein bisschen mit dem Druck spielt, dann kann man noch kleiner arbeiten. Wenn man dann natürlich ein bisschen, hier ist es jetzt nicht so schlimm, weil, da habe ich mich voll gesaut, wie nochmal was. Schnitt. Nein, aber wenn man da natürlich noch ein bisschen mit dem Druck spielt auf dem Papier, das saugt natürlich alles weg, das ist kein Thema. Aber auf einer glatteren Oberfläche oder Metall oder so, da kriegt man natürlich schnell die Gänsefüßchen. Und die können wir natürlich dann ein bisschen entgegenwirken, wenn wir natürlich dann mit dem Druck ein bisschen runtergehen. Das kann man halt mit der Gun on the fly dann machen. Könnt ihr euch natürlich auch so einen Adapter holen, wo ihr dann unten den Druckregler direkt dran habt, an dem Griffstück unten. Und dann macht ihr das halt so. Und jetzt habe ich die auch wieder repariert, die Nadel. Jetzt float's gleich nochmal deutlich geiler. Und ja, das macht so viel Spaß. Ich kann es gar nicht anders sagen. Bin auf jeden Fall richtig überzeugt bis jetzt von der ganzen Geschichte. Die macht mir auf jeden Fall richtig Spaß. Ich schaue mal, wie es dann wird, wenn ich mal demnächst wieder irgendwann mal, wenn ich mal Zeit habe, ein neues Projekt starte, wie ich dann mal mit der so zurechtkomme. Ich werde sie dann wahrscheinlich eben für schwarz nehmen und für kleine Details. Und dann einfach mal ein bisschen schauen, wie die so dann ja im Alltagsgebrauch funktioniert, und guckt euch das an, das ist so herrlich, so kleinteilig, so, das finde ich cool. Macht mir auf jeden Fall richtig Spaß. Und genau, da spiele ich jetzt eben mal ein bisschen rum, muss natürlich auch mal gucken. Aber was ich halt cool finde, mit dem ganzen Ding können wir jetzt natürlich, endlich kann ich sprenkeln. Einfach sprenkeln hier in verschiedenen Stärken und so, das könnt ihr natürlich auch mit dem Druck regeln. Und dann, guck mal, nie wieder. Ich kann so leicht nachher Sterne machen. Sternenhimmel, den ich nie mache.
Nein, aber das sind natürlich dann so Sachen, die halt natürlich nochmal ganz, ganz cool sind. Und ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie es dann mal ist bei so einem richtigen Projekt über einen längeren Zeitraum, wie die dann so sich verhält. Und ja, also es wird auf jeden Fall noch sehr interessant. Aber hier mit dem verdünnten Schwarz funktioniert schon mega gut. Es fühlt sich sehr smooth an, sehr, sehr leichtgängig. Bei den Hardern Steam Decks im Vergleich dazu, eben dadurch, dass nicht so die Luft anders kommt, anders gesteuert wird, ist das so, ja, fühlt sich das eher so gepresst und so, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber so unter Druck an, und hier ist es eher so leicht, so flowig irgendwie. Also es hat Iwata, was das Feeling angeht, glaube ich, doch deutlich besser gemacht. Ich meine, bei der Silverline ist es jetzt nicht so krass, aber gerade bei den CR Plus und der Infinities, da ist das schon krasser irgendwie. Da merkt man das. So, jetzt nehme ich mir mal so eine uralte Schablone, die bei mir nur rumlümmelt und eigentlich nie benutzt wird. Eigentlich das Ding, ich glaube, zweimal benutzt in meinem Leben. Das nehme ich jetzt einmal kurz, um da was leicht vorzuskizzieren, mich hier unseren Büffelskull oder was das sein soll. Ich weiß nicht, Schablone, ey. Ich weiß nicht, mit solchen Schablonen, ich habe mir die natürlich am Anfang auch geholt, weil ich einfach noch nichts hingekriegt habe, groß, und Freihand natürlich richtig mies war und alles und keine Videos hatte von nix, nur Spanisch oder irgendwelche englischen Sachen, die ich alle nicht verstanden habe. Habe ich natürlich viel mit Schablonen gemacht, aber war immer unzufrieden, weil ich weiß nicht, wenn man hier sieht, wie viel Freifläche nachher da ist, da was Gescheites draus zu malen, finde ich irgendwie völlig bescheuert irgendwie. Also ich bin da echt kein Freund von, aber gut. Muss ja jeder selber wissen, wie er das macht und nicht. Ich lege das jetzt nur kurz nach, damit ich halt irgendwas jetzt mal da habe, an dem ich ein bisschen rumprobieren kann, ein bisschen rumspielen kann und dann jetzt hier nicht komplett was aus der Birne rauspressen muss. Und genau, ich wollte jetzt hier einfach mal ein bisschen schauen. Ist jetzt hier auch nur eine Skizze hier, nur ein Sketching. Also das ist jetzt hier kein Megabild oder soll auch was. Da habe ich jetzt hier keine Ahnung, wie viel Zeit genommen. 20 Minuten. Ich wollte einfach mal ein bisschen konstanter mit der Airbrush arbeiten, ein bisschen länger mal gucken, wie kann ich mit der von weit weg arbeiten, kann ich mit der schön nah dran arbeiten, wie verhält sich so auf der Leinwand. Leinwand ist natürlich das, auf dem ich am meisten brush zurzeit. Da kann ich natürlich viel mehr so abschätzen, wie die Gun im Vergleich zu den anderen ist. Und ja, wie gesagt, ich spiele halt hier immer wieder mal mit dem Druck rum. Ist natürlich klar, wenn man Druck runternimmt, dann hat man schneller Tip Dry, weil natürlich mehr Material sich vorne ansammelt und schneller fest wird. Ist halt alles ganz normal, aber da finde ich schon, macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Kommt mir hier schon wieder ins Mittagessen hoch die ganze Zeit. Wahnsinn. Muss ich nachher gleich mal ein Bier trinken, um das zu kontern. Ja, aber guckt euch mal die Schablone an. Das ist so viel Luft und so viele Lücken. Das sieht doch scheiße aus, oder? Das kann man wirklich nur für sowas nehmen, wie ich es jetzt mache. Hier wirklich, um da komplett was Eigenes drüber zu legen. Dann kann man sich eigentlich schon fast sparen. Also da kann man sich das Geld für so eine Schablone, die auch ein Heidengeld kostet, eigentlich wirklich sparen, Alter, ohne Scheiß. Bin ich echt kein Freund mehr von. War ich noch nie, werde ich auch nie sein. Klar, ich hier wieder, nachher wieder, nicht alle rumweinen, dass ich hier über Schablonen abläster. Aber so ist das halt. Ich bin kein Freund davon. Deswegen werdet ihr das bei mir auch nicht so oft sehen. Ja, aber jetzt mache ich hier mal so ein bisschen Detail, skizziere mal so ein bisschen was vor, fahre mal so ein bisschen den Rand ab, guck mal einfach, wie läuft's. Die Gun hebt sich natürlich. Ich bin natürlich jetzt 6, 7 Jahre nur die Harder- und Steenbeck-Pistolen gewöhnt, und das ist natürlich auch was, wo ich sagen muss, das brennt sich bei mir dann halt auch voll ein. Ich heb die Gun halt, die hebt sich jetzt im Vergleich zu den anderen natürlich ganz anders. Die muss sich erstmal ganz anders heben irgendwie. Die ist der Trigger anders, ist ja zwar minimal, aber wenn man das über so einen langen Zeitraum einfach gewohnt ist, dann ist es erstmal eine ungewohnte Sache. Muss man sich erstmal natürlich dran gewöhnen und umstellen. Aber das ist eigentlich kein Hexenwerk. Da muss man halt ein bisschen 1, 2 Projekte machen und dann passt das auch. Aber ihr seht, man kann die auch für große Sachen schön nehmen. Also die ist echt
ich wollte halt auch nicht nur eine haben, die nur für wirklich absolutes Kleinzeug gedacht ist, wenn die Pistolen dann meistens auch mit so einer kleinen Düse nachher für ein bisschen größere Arbeiten dann meistens nicht mehr so gut performen. Deswegen fand ich die Idee mit der Gun gar nicht schlecht, zumal ich eben dann noch diesen Luftregulierer halt direkt mit dran habe, was ich halt irgendwie nice fand. Und das hat mich dann da eben dazu bewogen, mich für das Modell zu entscheiden, weil ich das da auch mal wieder gefragt habe, warum nimmst du nicht die Eclipse? Die Eclipse ist anscheinend der Shit von Iwata. Muss ich sagen, ich kenne mich mit Iwata null aus. Ich kenne mich generell mit dem Ganzen nicht so wirklich viel aus. Ich habe bis jetzt nur die Hard-on Steambacks benutzt, deswegen haben mich da schon viele angesprochen, warum hast du nicht die Eclipse genommen? Ich sage, ja, mich die einfach jetzt mehr angesprochen hat aus den sogenannten Gründen. Aber wer weiß, vielleicht gönne ich mir auch mal eine Eclipse oder eine Micron, von der wird ja auch sehr viel geschwärmt. Hat natürlich auch ihren Preis. Ich glaube, mit knapp 500 € ist das natürlich schon happig. Also überlegt man sich natürlich zweimal, ob man sich sowas mal gönnt oder nicht. Aber wie gesagt, ich finde es gar nicht schlecht. Und mit der Gun hier kann man auf jeden Fall, damit kann ich auf jeden Fall, glaube ich, richtig viel machen. Aus der kann ich richtig viel rausholen, was die Teilarbeit und so wie ich halt arbeite, wie meinen Bildern, ihr kennt ja eben die ganzen Porträts und das Ganze, da kann ich jetzt nochmal eine Schippe drauflegen und dann noch mit der Infinity auch noch dazu, die ich jetzt auch noch frisch dazu habe. Mit der kann ich natürlich auch nochmal richtig abliefern und dann macht das halt auch richtig Spaß. Und dann habe ich da 2 sehr, sehr gute Guns, mit denen das halt richtig viel Spaß macht, da ein bisschen was aufs Parkett zu zaubern. Und ja, wenn ich dann mal die Zeit dazu habe, dann ist das größte Manko gerade. Aber irgendwann werde ich die mir auch mal wieder nehmen und mir mal wieder schön Zeit lassen für ein schönes Projekt. Und dann kann ich da auch mal wieder was machen, was mir gefällt. Ich habe mir gedacht, hier ein bisschen zu Weihnachten, da ziehe ich dir jetzt noch eine Zipfelmütze auf, so ein Rübengelümpel da unten mit dem Bommel. Und dann passt es. Genau. Aber ihr seht, das ist so eine Schablone, benutze ich, wenn dann halt nur als Skizze, nur kurz als Skizze, aber so eine Schablone wie die kannst du auch für nichts anderes benutzen. Das kann mir keiner erzählen, das willst du damit großartig rausarbeiten. Ey, das ist doch Käse. Macht lieber Sachen frei und macht's lieber so und es sieht vielleicht nicht gleich ganz so knackscharf aus, aber dann trainiert ihr wenigstens eure Freihand und alles und habt da viel mehr Sinnhaftigkeit und viel mehr vor allem Training etc. Also der Hardy, der wollte ja auch unbedingt weg von den Schablonen und der macht das mittlerweile auch richtig, richtig geil. Der ist ja Freihand so gut geworden, da muss ich ihn echt loben und vom Chaos Nips braucht man gar nicht anfangen, der hat ja schon richtig geiles Niveau erreicht, was das Airbrushen angeht. Der hat auch schon so performante, geile Fortschritte gemacht, das ist schon wirklich Wahnsinn. Also, wenn man da wirklich schön dran bleibt und mein Gott, die Leute fragen natürlich auch bei Discord, mit denen quatsche ich viel bei Discord, da kann man sich natürlich schön austauschen. Dann kriegen die natürlich auch viel mehr Input, also da kann ich euch auch nur zu raten, wenn ihr da auch mehr wollt und besser werden wollt, kommt gerne in meinen Discord-Kanal, steht auch in der Infobox, glaube ich, ganz unten irgendwo. Einfach draufklicken, dann seid ihr schon drin. Einfach mal Samstag mit quatschen oder so, das ist dann recht easy. Und genau, wenn ihr das macht, dann habt ihr da einfach den Vorteil, dass man euch dann noch viel mehr helfen kann und ihr vielleicht auch viel mehr versteht. Dann werdet ihr natürlich auch nochmal deutlich besser. Also da einfach mal ein bisschen machen. Jetzt haben wir ja übrigens mal das Weiß drin, was ihr vorhin gesagt habt. Und auch da, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also ich habe ja jetzt absichtlich mal nur die Gun genommen für alles und das funktioniert hervorragend. Das macht richtig viel Spaß. Ihr wisst ja, ich bin kein absoluter Freihandkönig. Ihr seht jetzt, wie scheiße das bei mir dann aussehen kann. Deswegen habe ich auch gar nicht den Anspruch, hier so ein mega fettes Bild draus zu machen. Würde ich wahrscheinlich so auch nicht hinkriegen in den 20 Minuten. Deswegen zeichne ich immer ganz gerne vor. Aber wie gesagt, hier liefert die ganz super ab. Ich freue mich schon mega drauf, die jetzt mal bei nächsten Projekten zu benutzen. Und ich denke mir, das ist für mich sehr gute Investition, eine sehr sinnhafte. Und da tun mir die 300 € auch gar nicht weh. Ich finde das wirklich
vom Ding her, glaube ich, sehr gerechtfertigt von dem, was die Qualität angeht und die Performance. Aber das müsst ihr dann selber wissen. Und genau, wie gesagt, ich schaue mir auf jeden Fall noch mal ein paar Sachen an, auch mal die Hadron Steenbeck Ultra, die ganz günstige für 70 Euro, vielleicht auch mal die Iwata Neon, die kostet glaube ich auch 70 Euro, so absolute Einsteigermodelle, die möchte ich mir auch mal gerne noch anschauen, aber das werden wir dann mal nächstes Jahr machen. Und dann werde ich da auch mal ein paar Reviews zu machen. Vielleicht ist das dann eher was für euch. Und vor allem interessiert mich, wie die zwei gegeneinander, wie gut die gegeneinander sind, die zwei günstigsten Modelle von Hadron Steenbeck und Iwata. Das interessiert mich wirklich, wie die so abliefern. Und genau, das war's jetzt eigentlich schon. Ich wollte euch eigentlich nur demonstrieren, dass man die Gun auch wirklich gut für ein ganzes Bild benutzen könnte. Und also da macht sie absolut nichts falsch mit der Gun, wenn ihr die euch auch zulegen wollt. Und wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Checkt gerne meine Videos ab. Ich habe so viel Zeug und hast du nicht gesehen, Tutorials, Reviews. Schaut einfach mal in meine Playlists oder einfach mal in meine Videos. Und in dem Sinne viel Spaß.